Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Das Rad, das 2023 mit am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat, durch euch, ist dieses hier, das Cargo CS. Aber woran liegt das? Liegt das an den Fähigkeiten? Liegt das an der Optik oder liegt es schlicht und ergreifend am Bier? Das wollen wir mal herausfinden. Zuerst ein Transparenzhinweis. Cargo hat uns dieses Fahrrad für eine gewisse Zeit ausgeliehen und sie unterstützen die Produktion dieses Videos finanziell. Sie haben aber nichts zu sagen, wie wir das Video machen, was wir sagen sollen. Alle Gedanken und Äußerungen sind unsere eigenen und Sie bekommen auch weder das Video noch den Artikel auf radelbande.de vor der Veröffentlichung zu sehen. Wir sind herstellerneutral. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. Cargo wurde vor einigen Jahren von Frank Arnold, dem Gründer von RTI Sports, ins Leben gerufen, mit dem Ziel, das sicherste Familienfahrrad zu bauen. Und das Cargo FS 200 hatte schon einige Auftritte hier auf dem Kanal und hat auch einige andere Fahrradhersteller inspiriert. Nun ist das Cargo CS dazugekommen und es richtet sich an eine ganz neue Zielgruppe für Cargo, nämlich an Menschen mit nun ja, kleineren Transportbedürfnissen. Was ist das eigentlich für eine Fahrradkategorie hier? Es ist kein Long John, obwohl es eine Ladefläche hinter dem Vorderrad hat, und es ist auch kein Filibus, obwohl es eine Ladefläche hinter dem Vorderrad hat. Stattdessen ist es, und das weiß ich nur dank der Lastenradübersicht auf Cargo Bike jetzt, ein Long Diamond. Denn es ist ein Diamantrahmen, ein klassischer Fahrradrahmen mit einer größeren Öffnung, in die eine Ladefläche reinpasst. Und dieses Prinzip verbindet die beiden erstgenannten Konzepte ziemlich geschickt. Zwei 20 Zoll Räder sorgen dann dafür, dass das ganze Bike trotzdem noch verhältnismäßig kompakt bleibt, aber viel Kapazität bietet. Und Cargo nennt es Triple Load Concept. Da kommen wir gleich noch drauf. Erstmal geht es um die verschiedenen Versionen des Cargo CS. Das CS 200, also dieses hier, ist das Topmodell mit einer Enviolo, einem Riemen und dem Bosch Cargoline Motor. Das Cargo CS 150 hat dann eine Kette statt des Riemens und das CS 100 eine Kettenschaltung statt der Enviolo. Und dann hat Cargo auf der Eurobike 2024 noch zwei weitere Modelle gezeigt, die sich noch unterhalb des CS 100 ansiedeln sollen und dann mit dem Performance Line SX Motor kommen. Das sind auch, glaube ich, ziemlich spannende Bikes. Lass uns jetzt mal ein paar technische Besonderheiten angucken. Und das erste, was wir uns angucken wollen, ist die Lenkung. Denn wie beim FS 200 ist auch hier eine Seilzuglenkung verbaut und diese ist komplett gekapselt. Wir sehen hier vorne das Teil, wo auch das O von Cargo drauf ist. Hierhinter befindet sich der vordere Teil der Lenkung, also die vordere Lenkrolle. Und dann ist es hier komplett unter diesem Rahmen entlang, erstmal durch diesen Rahmen und dann unter dem Rahmen entlang geführt bis hier hinten. Und hier drunter befindet sich dann die hintere Rolle. Und dieses Kunststoffteil kann man einfach abnehmen, um die Lenkung zu warten, sollte das mal notwendig sein. Das Ganze ist wettergeschützt und man kann auch sich die Finger nicht darin klemmen. Das Besondere an so einer Seilzuglenkung ist natürlich, dass der Lenkeinschlag sehr groß ist. Wir haben hier tatsächlich 90 Grad Lenkeinschlag pro Seite, also 180 Grad insgesamt, was zum Rangieren natürlich super ist. Und auch, das fällt jetzt vielleicht ein bisschen auf,
ist hier eine Lenkübersetzung eingebaut worden. Das Vorderrad dreht sich oder lenkt weiter ein, als man den Lenker bewegen muss. Und das soll nachher für ein sehr natürliches Fahrgefühl sorgen und sorgt auch dafür, dass man halt den Lenker nicht ständig irgendwie unnatürlich weit drehen muss. Technisch interessant und im Endeffekt gut für euch ist die Nutzung eines externen Akkupacks. Das sitzt hier quasi in dem Oberrohr halb integriert, das dann optisch schön in die Sitzstrebe übergeht. Ob ihr interne Akkus mögt oder lieber externe Akkus, ist ein bisschen eine Glaubensfrage und hängt ganz stark davon ab, wie ihr das Fahrrad nutzen wollt. Ich finde, jetzt so wie er hier integriert ist, finde ich das echt gut gelöst. Gehen wir aber mal zurück zum Design. Und das ist Cargo typisch ausgefallen, mit einem einzigen runden Rohr im Rahmen, nämlich hier vorne als Steuerrohr. Alles andere ist mit Ecken und Kanten ausgestattet und lehnt sich sehr stark an aktuelles Automobil- oder Motorraddesign an. Inklusive der Farbe, denn die ist hier in diesem Modell halt Grundierung. Es gibt allerdings in den anderen Modellen auch schöne Farben. Diesen Designansatz, den kann man schön oder nicht schön finden, aber er ist auf jeden Fall auffällig. Wie auch schon das FS hat auch das CS einen sehr, sehr flachen Sitzwinkel, damit kleine Menschen näher an den Lenker kommen und große Menschen weiter vom Lenker weg. Und sie kombinieren das dann mit einer sehr langen Sattelstütze. Wenn ich die ganz nach oben ziehe, dann ist die sogar zu hoch für mich mit 1,96 Meter. Also da können selbst sehr kleine und sehr große Menschen gut darauf fahren. Die nächste Besonderheit ist auch, dass der Einstieg verhältnismäßig niedrig gebaut wurde. Je nach Akkugröße ist er natürlich dann mal mehr, mal weniger groß, aber man kommt doch gut auch über diese Schwelle rüber. Und auch der Lenker ist ziemlich interessant, denn auf der einen Seite haben sie hier einen verstellbaren Vorbau eingebaut, womit sich dann das ganze Konstrukt in der Neigung verstellen lässt. Aber der Lenker an sich hat dann auch noch einen ziemlich starken Rise, dass, wenn man den Lenker in der Neigung verstellt, er auch noch mal eine ganze Ecke näher rankommt oder weiter weg. Und hier ist auch noch ein bisschen Platz, wenn ihr den Lenker noch mal eine ganze Ecke weiter runterstellen wollt. Also eine ziemlich variable Sitzposition. Allerdings lässt sich nur die Sattelhöhe mit einem Schnellspanner verstellen. Das Cockpit ist dann bestimmt von dem Bosch-System. Hier mit der LED-Remote kann man durch die 4 verschiedenen Unterstützungsstufen schalten und das ganze System natürlich auch in der Unterstützung ausschalten. Hier kann man mit einem Rechtsklick durch die verschiedenen Optionen des Kiox 300 Displays schalten und natürlich bietet das Ganze die Annehmlichkeiten des smarten Systems in Kombination mit der Flow-App. Auf der rechten Seite sehen wir dann den Wählhebel der Enviolo und eine einfache Klingel. Und Cargo-typisch ist das Ganze dann natürlich mit Ergon-Griffen komplettiert. Cargo sagt jetzt allerdings, dass das hier gar kein Lastenrad ist. Es sei aber so flexibel wie kein Lastenrad. Wollen wir mal sehen, wie sie das bei diesem Lifestyle-Rad hinbekommen. Von normalen Lastenrädern kennt man das so, dass die 2 Räder haben und eine große Ladefläche. Oder bei 3 Rädern eben 3 Räder und eine große Ladefläche. Hier hat Cargo sich gedacht, wir verteilen die Last mal gleichmäßig auf 3 Punkte. Und der erste Punkt ist hier hinten der Gepäckträger. Der darf mit 27 Kilogramm belastet werden und ist somit auch freigegeben für die Mitnahme eines Kindes in einem Kindersitz. Darüber hinaus können hier ganz einfach irgendwelche Dinge eingeklickt werden, Körbe zum Beispiel, dank des MIG-HD-Systems. Und an der Seite gibt es hier auf der einen Seite Streben, um Packtaschen einzuhängen, und an diesen Streben befinden sich auch diese Nupsis hier für das Ortlieb QL3-System, also um Ortlieb-Taschen hier proprietär einfach reinhängen zu können. Der Gepäckträger ist hier direkt Teil des Cargo CS200. Bei den anderen Modellen gibt es kein Triple-Load-System, sondern nur das Double-Load-System, und da muss man den Gepäckträger noch dazu bestellen. Also erster Gepäckträger, Solo-Load quasi, check. Der zweite Gepäckträger sitzt hier oben drauf und darf mit 18 Kilogramm belastet werden. Der hat hier so ein kleines Fach für einen Schlüssel zum Beispiel oder auch für eine Enviolo Getriebekugel. Okay. Auf jeden Fall ist hier dann auch noch eine MIG-HD-Schnittstelle verbaut, wo eben Körbe etc. Platz finden. Und Cargo hat noch einige Pläne damit für große Boxen, große Aufbauten. Ich habe jetzt allerdings das Extended Front Rack bekommen. Und das lässt sich hier einfach
mit ein bisschen Druck reinklicken und vergrößert die Ladefläche um ein 5-faches oder so. Auf jeden Fall ist hier jetzt Platz für eine große Eurobox mit 60 x 40 Maßen und dieses Extended Front Rack ist auch dann mit einem stabilen Rahmen ausgestattet, mit vielen Verzurrösen, um hier Ladegut einfach obendrauf verzurren zu können. Und als weiteren Bonus gibt es dann hier auch noch eine Strebe unter dem Gepäckträger, wo dann sich Packtaschen einhängen ließen oder auch einfach Dinge, die hier unten sind, weiter verzurren lassen. Also Gepäckträger Nummer 2, Double Load Konzept. Check. Der Hauptgepäckträger ist aber der hier, das Center Rack. Und der hat durch seine Größe und Position einige Vorteile gegenüber den anderen beiden Gepäckträgern. Zunächst mal hängt er sehr, sehr tief. Tiefer noch als die Ladeflächen der meisten Long Johns und sollte damit auch schwer beladen durch diesen tiefen Schwerpunkt die Fahrt kaum beeinflussen. Durch seine Größe wiederum und auch den Abstand nach oben eignet er sich für ganz, ganz vieles. Für Taschen, für Boxen oder eben für Bierkisten. Hier eine Flensburger Kiste, die wirklich haargenau hier reinpasst. Und dann gibt es rundherum diesen stabilen Rahmen, wo sich dann Dinge verzurren lassen. Hier sind dann auch nochmal Verzurrösen, eine Matte, damit das hier nicht so stark drauf rumpoltert. Und hier oben, wie gesagt, könnte man auch noch dann Ladegut so ein bisschen verzurren oder vom Rausfallen hindern. Und was es ja auch gibt, ist ein kleiner Wasserspeier. Der ist allerdings gerade nicht in Funktion. Ein sehr sinnvolles Zubehör, was ich mitbekommen habe, ist das hier. Das sitzt wie eine Fledermaus in der Grottendecke, ist aber tatsächlich ein Cover. Und wenn man das aufflattert, faltet, dann kann man das ein bisschen rauszuppeln hier. Und von hier ist das schwierig, merke ich gerade. Also wenn man das auffaltet, dann ist das ein Cover für die untere Ladefläche und schützt nicht nur vor Wettereinflüssen, vor Regen oder Schnee, sondern auch vor dem ein oder anderen neugierigen Blick. Und man kann hier dann Dinge einfach so ein bisschen dezenter unterbringen. Und wenn man dann das nicht mehr braucht oder das Ganze einfalten möchte, um Dinge hier rauszunehmen, dann löst man einfach wieder diesen Klettverschluss, kann das so hochklappen, muss dann hier den Haken lösen und kommt dann einfach ran und kann es im Zweifel dann auch ziemlich einfach hier oben dezent verstauen. Also check, Triple Load Konzept, Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Und hier fängt Cargo tatsächlich an, ein bisschen tief zu stapeln, denn es gibt noch 2 weitere Möglichkeiten, die ich gefunden habe, um irgendwelche Sachen zu verstauen. Auf der einen Seite gibt es hier 2 Flaschenhalterösen, zum Beispiel um ein Faltschloss zu montieren, aber mein Bike hat dann auch noch die kleine Utility Bag hier vorne drin. Und die ist verhältnismäßig groß, lässt sich hier mit so einem Klettverschluss öffnen und hat dann einen Reißverschluss. Hier kann man noch einen Schlüssel oder sowas dranhängen. Und dann hier mit dem Reißverschluss kann man diese Tasche öffnen und dann findet sich zum Beispiel die Möglichkeit, die Einsteckkette hier drin zu lagern oder einen Snickers oder eine alte Restaurantrechnung. Und diese Tasche ist halt in hellblau gestaltet, damit man Dinge hier drin einfach wiederfindet. Hier ist noch was. Ah, ein kleines Schloss. Das ist dann wahrscheinlich für diese Schlaufe hier oben. Euch ist es eventuell gerade aufgefallen, wenn ihr den Kanal schon länger kennt und das ein oder andere Video gesehen habt. Dieses Bike hier hat den Ursus Jumbo Ständer. In diesem Falle ist er aber so gut integriert, dass sich das Rad verhältnismäßig einfach auf den Ständer stellen lässt und auch vom Ständer wieder runternehmen lässt. Das hat Cargo gut hingekriegt, den Ständer dementsprechend zu integrieren. Aber es geht ja nicht nur darum, wie das Fahrrad beladen werden kann oder wie es irgendwo rumsteht, sondern auch, wie es fährt. Und das wollen wir jetzt mal machen. Auf eine kleine Runde mit dem Cargo CS. Und wir haben das Rad jetzt natürlich so beladen, wie wir es können. Hier unten auf dem Center Rack befindet sich ein Mitarbeiter, der Sack. Der entspannt hier schön, freut sich auch schon drüber. Und oben ist Tam. Und der
freut sich nicht so sehr. Aber das ist egal. Wir haben jetzt hier oben das Gewichtslimit von 18 Kilogramm ziemlich ausgeschöpft. Unten ist noch Kapazität. Ich werde, glaube ich, im Laufe des Fahreindrucks dann einmal von Tarm von hier oben nach unten setzen, sodass die komplette Last hier unten ist und dann mal sehen, wie sich das im Vergleich fährt. Und wir starten natürlich mit dem Beschleunigungstest auf 25 km/h. Wir sind jetzt im Turbo-Modus, also in der höchsten Unterstützungsstufe und in der kleinsten Übersetzung. Und wir wollen mal sehen, wie schnell uns das Rad jetzt auf 25 km/h bringt. Los geht's! Und 25. Das ist schnell gewesen, aber klar, wir haben den Bosch Cargoline Motor, der sehr viel Drehmoment hat, allerdings auch die Enviolo, die nicht ganz so effizient ist wie Kettenschaltung oder wie andere Nabenschaltung. Aber trotzdem, dieser kräftige Motor hatte mit dem leichten Rad, selbst wenn es so schwer beladen ist, überhaupt keine Probleme. Und wir fahren jetzt den Jerusalemsberg hoch und wollen mal sehen, wie schnell uns dieses Rad da hochbringt. Wir versuchen eine Trittfrequenz von bummelig 80 Umdrehungen pro Minute einzuhalten, sowie 180 bis 200 Watt, also nicht allzu viel Leistung, sondern das, was man im Alltag auch, was viele leisten können. Und wir starten erstmal mit einer hohen Trittfrequenz und jetzt wollen wir mal sehen, wie schnell wir werden. 23,5 km/h ist unsere Ausgangsgeschwindigkeit. Jetzt muss ich ein bisschen runterschalten. 19,2, 18 km/h ist unsere Minimalgeschwindigkeit hier am Jerusalemsberg. Das ist schon fix. Es ist nicht ganz vorne mit dabei. Also ein Performance Line CX mit einer Kettenschaltung ist schneller, aber es war auch noch genug Bandbreite nach unten da, dass man eben auch stärkere Steigungen gut hochfahren kann. So, eine Kante hier, bum, bum, bremsen, einlenken, rüber. Echt super entspannt und das sogar ohne Federsattelstütze, sondern mit einer normalen Sattelstütze und entsprechend angepasstem Luftdruck in den Reifen rollt das Rad wirklich angenehm rüber. Dann lenken wir mal ein bisschen ein. Wenn man es in die Kurve legen möchte, dann funktioniert das auch und es lässt sich sehr intuitiv steuern. Es fühlt sich halt wirklich sehr natürlich an, sehr angenehm und selbst wenn man hier den hier macht, dann ist in dem Rahmen im Grunde, da ist keine Bewegung drin, sondern die Bewegungen des Lenkers werden wirklich direkt auf das Rad übertragen. Die Last wackelt jetzt natürlich so ein bisschen hin und her, je nachdem wie gut man das halt verzurrt. Aber der Rahmen an sich ist super steif. Ja, und wenn man jetzt hier fährt, kann man so ein bisschen erkennen, ich habe so eine leicht schrimpartige Sitzposition, weil ich mit den Beinen recht stark nach vorne treten muss und dann mich auch noch ein bisschen nach vorne lehne. Wenn ihr kleiner seid, ist der Effekt etwas anders, da sitzt ihr aufrechter. So, und jetzt zur Paradedisziplin von Cargo Bikes. Selbst hier rollt es sehr angenehm rüber. So, und jetzt gucken wir mal, wie es sich über unebenes Terrain so verhält. Hier ist ein bisschen Sand an dieser Stelle. Da muss man natürlich vorsichtig fahren, aber durch das Gewicht jetzt auch rollt das Rad sehr gut rüber. Kommt hier leicht rüber. Die Breite und die Agilität, also das Rad ist halt sehr kompakt, sehr schmal. Rollt hier super durch. Die Bedienkräfte sind etwas höher als bei anderen Lastenrädern tatsächlich. Wenn man so einlenkt, da muss man sich teilweise vielleicht doch ein bisschen mehr noch in die Kurve lehnen, als das bei anderen Rädern der Fall ist. Aber das ist auch irgendwo ein gewünschter Effekt und unterstreicht so ein bisschen diesen Premium-Anspruch. Und was auch einen Premium-Anspruch unterstreicht, wenn das Rad beim Anfahren am Berg gut performt. Mal sehen, wie das bei diesem Rad jetzt hier ist. Die Kamera wieder umstecken. Auch hier haben wir natürlich wieder die kleinste Übersetzung, die maximale Unterstützung. Mal sehen, wie gut uns das Rad jetzt hier beim Anfahren hochbringt. Okay, nochmal ein neuer Versuch. Ja. Versuchen wir jetzt nochmal. Okay. Es ist möglich, eben beim ersten Versuch war es so, dass der Motor einen Bruchteil einer Sekunde brauchte, um anzufangen zu unterstützen. Da brauchte man dann viel Beinkraft. Sie haben ein verhältnismäßig großes Ritzel vorne, um nach oben heraus eine niedrige Trittfrequenz zu ermöglichen. Allerdings kann es dann bei Steigung untenrum doch ein bisschen wenig sein. Also das war schon recht anstrengend gerade
trotz der Power des Motors. Schieben wir das gleich mal rüber. So, aber das Schieben ist tatsächlich super einfach. So, das langsame Fahren, jetzt mal hier auch ohne Motor, funktioniert ganz gut. Schalten wir jetzt aber mal wieder den Motor an und gucken, wie gut das Rad einlenkt. Denn ein Vorteil dieser Seilzuglenkung ist natürlich der winzige Wendekreis bzw. der große Lenkeinschlag. Das wollen wir jetzt mal testen. Und tatsächlich ist es so, dass man das Vorderrad so weit einschlagen kann, dass man quasi auf der Stelle wenden kann. Und was man jetzt auch sieht, dass der Lenker nicht ganz eingeschlagen ist. Ich habe noch nie mal das Vorderrad jetzt ganz einschlagen können. Fehlt mir entweder Skill oder Mut. Ja, aber kleine Kanten, da fährt es einfach rüber. Man hört das Rad ein bisschen, aber es poltert nicht, es klappert nicht. Und auch hier rollt es wirklich sehr gut rüber. Also ein bisschen Bewegung im Sattel. Also auch hier, wenn ihr da empfindlich seid, ist eine gefederte Sattelstütze immer ratsam, aber gar nicht unbedingt notwendig. Der Sattel ist jetzt gerade natürlich bei meinem Auszug mit 1,96 Meter direkt über dem Hinterrad. Da kommt schon ein bisschen was durch. Die Reifen haben aber auch eine große Breite, um gewisse Dinge schon rauszunehmen. Und was ihr jetzt auch hier am Lenker sehen könnt, dass der im Vergleich zu anderen Lastenrädern sich doch deutlich weniger bewegt, deutlich weniger vibriert. Also auch hier wiederum ist diese gute Abstimmung des Gesamtrads erkennbar. Aber klar, ihr zahlt natürlich auch dafür, dass Cargo das so fein abgestimmt hat. Wir machen jetzt mal den Bremstest. 25 km/h, wir bremsen an der zweiten Linie, jetzt gerade schwierig zu erkennen. Und jo, voll in die Eisen gegangen. Das Vorderrad hat die meiste Bremsarbeit verrichtet. Das Hinterrad ist ein bisschen gerutscht. Die Front des Fahrrads ist tief eingetaucht. Bremsweg von gut und gerne 3 Metern. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Also die Magura-Bremsen sind schwer schlagbar. Wir setzen Tarm jetzt mal nach unten und gucken, ob sich das Rad irgendwie verändert hat vom Fahrgefühl. 17,5 Kilo sind jetzt gut 40 cm weiter nach unten gewandert. Schauen wir mal, ob es einen Effekt hat. Und es ist subtil, muss man ganz ehrlich sagen, es ist subtil, aber es ist merkbar doch. Das Fahrrad fühlt sich ein bisschen lebhafter an, ein bisschen lebendiger. Die Schwergängigkeit in der Lenkung, die ist jetzt ein bisschen geringer geworden, weil die Last eben von der Oberseite des Vorderrads ein bisschen runter nach hinten gezogen wurde und weiter nach unten gezogen wurde. Das ist ein sehr interessanter Vergleich. Also dieses Center Rack, das ergibt wirklich Sinn. Ja, sehr, sehr interessantes Ergebnis hier beim Vergleich zwischen dem Top Rack und dem Center Rack. Beim Fahren von solchen Cargo-Bikes geht es häufig um Details, um Nuancen. Darum auch natürlich, wie ihr die Last verteilt. Insgesamt ist es aber wirklich gut abgestimmt. Das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, ist einfach die Übersetzung in Kombination mit dem Motor. Der Motor, der zwar kräftig genug ist, aber doch nicht genug Punch hat untenrum, um das Rad beim Anfahren am Berg einfach hochzubringen. Da musste ich doch ein bisschen mehr Kraft aufwenden, als ich das von einigen anderen Rädern kenne. Aber insgesamt bin ich echt zufrieden von der Fahrt. Mal sehen, wie es uns aber nach ein paar Wochen gefällt. Willkommen zurück. Wir konnten das Cargo CS 200 jetzt ein paar Wochen im Alltag bewegen und wir konnten nicht alles machen, was wir als Familie von so einem Lastenrad erwarten, aber mehr dazu gleich in dem Punkt, für wen das am besten geeignet ist. Jetzt wollen wir das Rad einmal bewerten. Und zwar haben wir 3 Punkte, die uns besonders gut gefallen und 3 Punkte, die uns weniger gut gefallen haben. Ihr findet aber natürlich die komplette Bewertung anhand der Radelbande-Bewertungsmatrix über den Link unten in der Beschreibung in Schriftform. Jetzt starten wir aber mal mit dem ersten guten Punkt. Das Triple-Load-Prinzip ergibt wirklich Sinn, besonders dann, wenn man hier einen Korb und diese Platte mit dabei hat, denn der Korb lässt sich ja zum Beispiel auch einfach hier vorne befestigen, sodass man dann da einfach so kleinere Gegenstände, die Tasche etc. einfach reinschmeißen kann. Und man könnte auch 2 Körbe, einen hier oben, einen hier hinten befestigen etc. Also die Variabilität in den verschiedenen Gepäckträgern ist wirklich sehr, sehr groß und die Gepäckträger sind auch ausreichend von der jeweiligen Beladungskapazität für den jeweiligen Einsatz. Also
den haben wir eigentlich im Alltag, haben wir das Rad nie so richtig voll bekommen. Der zweite Punkt, der uns gut gefallen hat, sind die Fahreigenschaften. Als Lea sich das erste Mal auf das Rad setzte, sagte sie gleich, das fühlt sich wie ein Cargo an. Nichts rappelt, nichts klappert, es fährt sich komfortabel überall rüber, die Lenkung hat diese gewisse Schwere in sich, es fährt sich einfach sehr, sehr angenehm und es fährt sich wie ein sehr hochwertiges Produkt einfach. Und der dritte Punkt, der uns richtig gut gefällt, es gibt verschiedene Versionen für verschieden große Geldbeutel und je nachdem, was ihr von diesem Rad erwartet. Ziemlich cool ist auch, dass es zwei verschiedene Motoren geben wird, einmal den Performance SX und den Performance CX, die dann auch verschiedene Szenarien gut abdecken können. Und ich glaube, gerade dieses Bike macht auch mit dem Performance SX Motor richtig viel Spaß. Es ist und bleibt aber, und da sind wir jetzt bei den Punkten, die uns weniger gut gefallen haben, kein günstiges Fahrrad. Denn gerade in dem Preisbereich zwischen, ich sag mal, 4.500 und 6.500 Euro gibt es wahnsinnig viele Lastenräder, hauptsächlich halt Longtails, die etwas Ähnliches können wie das Cargo CS. Die machen es dann ein bisschen anders, sind in anderen Punkten aber vielleicht auch etwas variabler, gerade dann, wenn es um den Kindertransport geht. Das hier ist halt schon wirklich ein außergewöhnliches Bike. Der zweite Punkt, den wir verbesserungswürdig finden, ist die Sitzposition. Und da muss ich mich persönlich noch mal so ein bisschen einschränken, also den Kritikpunkt etwas einschränken, denn ich hatte das Ganze auf die wirklich weiteste Position eingestellt. Ich habe es halt so getestet, wie ich es von Cargo bekommen habe. In der Zwischenzeit habe ich den Sattel eine ganze Ecke weiter nach vorne gestellt und auch den Lenker gut 1,5 bis 2 cm tiefer montiert und das hat die Sitzposition wirklich signifikant verbessert. Ich sitze jetzt deutlich angenehmer da drauf, ein bisschen sportlicher, ein bisschen weniger gestreckt. Das finde ich sehr angenehm und auch die Beinposition wird dadurch etwas natürlicher. Allgemein wäre es aber schon für dieses Rad ganz gut, wenn nicht nur der Sattel sich einfach mit einem Schnellspanner verstellen ließe, sondern auch der Lenker, sodass man einfach eben die Sitzposition anpassen kann, je nachdem, was für eine Person damit fahren möchte. Und der dritte Punkt, den wir verbesserungswürdig finden, ist das Gesamtgewicht. 180 Kilogramm gibt Cargo maximal als Gesamtgewicht frei und das ist gerade dann, wenn schwerere Leute hier auf dem Sattel sitzen, dann schon ein bisschen mager, denn das Rad wiegt selber gut 35 bis 40 Kilogramm und wenn jemand mit 120 Kilogramm hier drauf sitzt, dann bleiben plötzlich nur noch knapp 20 Kilogramm übrig. Und die sind verhältnismäßig schnell erreicht. Also eine Freigabe auf 200 Kilogramm würde die Variabilität nochmal deutlich erweitern, gerade dann, wenn die Person auf dem Sattel sitzt, einfach ein bisschen schwerer ist. Jetzt bleibt nur noch die Frage, für wen ist es geeignet, das CUV von Cargo, das City Utility Vehicle. Und diese Bezeichnung, die trifft es eigentlich schon ganz gut. Das ist ein Fahrrad für alle, die Fahrrad fahren wollen und nicht in die Bredouille geraten wollen, dass plötzlich der Platz auf dem Fahrrad ausgeht. Zum Beispiel die Einkaufstüte dann hier noch an den Lenker gehängt werden muss oder so. Weil das passiert bei diesem Bike einfach nicht. Jeder dieser Gepäckträger hat eine spezifische Funktion, die auch echt gut funktioniert. Und wenn ihr damit im Alltag unterwegs seid, dann geht euch schlicht und ergreifend nie der Platz aus. Wenn ihr also eure Einkäufe damit transportieren wollt, eine große Sporttasche, wenn ihr irgendwie eine kleine Feier, ein Picknick oder so beschicken wollt, dann eine große Kiste hier vorne drauf, den Korb voll, noch 2 Packtaschen links und rechts und schon ist das Rad im Grunde für alles gerüstet. Wenn ihr damit Kinder transportieren wollt, dann ist es etwas stark eingeschränkt, weil ihr wirklich nur diese eine Möglichkeit habt, hier ein Kind auf dem Gepäckträger mitzunehmen. Das funktioniert auch, ist halt nur in einer bestimmten Altersspanne möglich und davor ist das Kind zu klein, danach ist das Kind einfach dann zu groß und deswegen würde ich das nicht unbedingt als Kindertransporter sehen, als Familienfahrrad, sondern wenn ihr entweder über diese Phase hinaus seid oder noch nicht in dieser Phase drin seid, dann funktioniert dieses Fahrrad gerade im Alltag richtig cool, weil es eben auch, wenn ihr es halt so abstellt und dann noch das Extended Front Rack abnehmt, dann nimmt es wirklich nur ganz, ganz wenig Platz in der Garage weg, lässt sich gut überall anschließen und abstellen und ist auch nicht überbordend schwer. Also insgesamt ein cooles Rad, gerade für den urbanen Raum.
aber auch hervorragend für Fahrradtouren geeignet, bis hin auch zu langen Radreisen. Das macht schon ziemlich viel Spaß, dieses Fahrrad. Für uns im Alltag war es jetzt natürlich mit 2 Kindern einfach nicht für alles geeignet. Wir sind es aber trotzdem regelmäßig gefahren und haben ganz, ganz viel damit transportiert. Und das hat es wirklich gut gemacht, weil einfach auch die Fahrqualität mit diesem Bike, egal ob beladen oder unbeladen, richtig, richtig gut ist. Tja, was haltet ihr jetzt vom Cargo CS? Wie findet ihr das Design? In welcher Konfiguration würdet ihr es bevorzugen? Und seht ihr die positiven Punkte und die negativen Punkte genauso wie wir? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.